Assassin's Creed Mirage wurde offiziell angekündigt, es könnte in ungefähr 6 Monaten erscheinen und ich habe für euch heute die 10 wichtigsten Dinge, die ihr zu diesem Spiel wissen müsst. Ich habe exklusive Infos von Ubisoft abseits der Ubisoft Forward erfahren und wir haben Verbindungen zu Valhalla entdeckt im Trailer. Es gibt noch viele weitere Geheimnisse, die ich euch heute hier zeige, also bleibt gerne mit dran. Für alle von euch, die sich nur für einen kleinen Teil von diesem Video interessieren, checkt mal die Timestamps ab hier unten im Video, da könnt ihr zu eurem Lieblingsthema springen. Aber legen wir los mit den ersten Fakten. Wer kreiert das Ganze denn? Ubisoft Bordeaux ist hier im Lead, wird unterstützt von vielen anderen Studios. Die haben ja schon in der Vergangenheit Assassin's Creed Valhalla, die Zorn der Droiden DLC gemacht und haben über 400 Mitarbeiter, die dann an diesem Spiel arbeiten. Der Release ist für das Jahr 2023 geplant, da wurde aber kein genauer Zeitraum genannt. Dennoch gibt es doch konkretere Hinweise, die nicht offiziell sind, aber die auf ein Release-Datum hindeuten können. Es gibt ein Buch Assassin's Creed The Golden City, welches im Jahr 867 in Konstantinopel spielt und wo wir Haytham und seinen Mentor Basim begleiten. Und das spielt also zeitlich nach Assassin's Creed Mirage und kommt am 4. April raus. Der nächste Hinweis ist im Kauf drin. Im Kaufbeleg, wenn ihr das Ding digital gekauft habt, habt ihr in der Rechnung einen ungefähren Release-Tag und da steht drauf 15. Mai 2023. Das bedeutet zwischen diesen beiden Tagen, das heißt also den gesamten April bis Anfang Mai, das wäre ein Release-Zeitraum, den ich auch für realistisch halte. Es soll ein Action-RPG sein und eine Hommage an die alten Teile natürlich, besonders klar an Assassin's Creed 1 und im Trailer haben wir ja auch gesehen schon die Hommage an Assassin's Creed 2 mit diesem Sprung. Zur Spiellänge haben wir noch keine offiziellen Informationen, es gibt nur eine Aussage auf der Webseite. Assassin's Creed Mirage ist ein kürzeres, eher erzählungsbasiertes Spiel im Vergleich zu neueren Spielen der Reihe. Und das macht irgendwie auch Sinn und würde sich mit den Leaks abgleichen, die sagen, dass das Ganze 15 bis 20 Stunden geht, dass es keine Dialogoptionen gibt und dass es wirklich mehr storylastig sein sollte. Storytechnisch spielt das Ganze ungefähr 20 Jahre vor den Ereignissen von Assassin's Creed Valhalla. Das heißt also, Assassin's Creed Valhalla spielt ja im Jahr 872 bis 878, zumindest dem Part, wo Eivor erwachsen ist. Und 20 Jahre zurückgerechnet, da können wir halt sagen, okay, irgendwie 858, 852. Und das Ganze spielt in Bagdad. Wir werden dabei auf den 17-jährigen Basim treffen, den wir natürlich spielen werden. Und wir werden seinen Weg verfolgen, wie er von einem Straßendieb in Bagdad zu dem Assassinenorden der Verborgenen stößt und sich weiterentwickelt. Und in den folgenden Jahren seiner Entwicklung geht es erst richtig los. Basim, der ursprünglich aus Samarra kommt, wird feststellen, dass im Jahr 861 dort auch eine Revolte entspringt, die Anarchie von Samarra. Und das passiert alles während des Abbasids-Kalifats. Ein Kalifat war damals eine Regierungsform in der Region und ein Kalifat ist, oder ein Kalif ist im Grunde ein Nachfolger oder Stellvertreter des Gesandten Gottes. Und das ist im Grunde eine Regierungsform, die politische Führung und die religiöse Führung in einer Person vereint hatte. Und in diesem Kalifat von Abbasid entsteht eben diese Revolte und Basim ist mittendrin. Ihr seht also, wir können auf jeden Fall einige Orte besuchen in dieser Region, unter anderem natürlich Bagdad. Das soll eine große Stadt werden, die dicht besiedelt ist, Basare, ihr habt es im Trailer ja schon gesehen, gute Klettermöglichkeiten, enge Gassen, viele Möglichkeiten, um sich fortzubewegen und das Ganze soll in verschiedene Viertel unterteilt werden. Das habe ich auch aus dem exklusiven Interview mit Ubisoft erfahren, quasi zentral der Königspalast und dann rundherum die verschiedenen Distrikte, also so ähnlich wie in Assassin's Creed 1 und 2 es aufgebaut war, soll es nun auch in Bagdad sein. Dann natürlich die Festung Alamut. Das ist nicht Masyaf, das war mein Fehler im letzten Video. Masyaf ist ja die Festung von Assassin's Creed 1. Alamut, die gibt es, soweit ich weiß, wirklich und die liegt im Norden von Iran, eigentlich im Norden vom Iran, so rum. Und da werden wir natürlich auch sein, nicht nur, weil wir das im Trailer gesehen haben, sondern weil ich auch einen Screenshot hier habe, der natürlich uns Ingame-Grafik zeigt, wie wir vor dieser Festung stehen. Und mein dritter Guess ist, dass wir auch tatsächlich in Samarra sein werden, denn im Jahr 861, wie gesagt, ist das ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Ort. Basim kommt daher. Es würde also sehr viel Sinn ergeben, wenn wir vielleicht dort entweder anfangen in Samarra oder später vielleicht wiederkommen, denn wie gesagt, das ist eine wichtige Stadt in der Zeit. Mal schauen. Diese riesige Open World können wir natürlich nur mit guter Übersicht entdecken und erklimmen und dazu hat Basim natürlich seinen Adler, den haben wir im Trailer auch gesehen, nämlich Enkidu. Der hilft uns nicht nur die Welt zu entdecken, sondern auch unsere Ziele, die wir eliminieren müssen.
Und das ist auch wichtig, denn es funktioniert auf jeden Fall wieder, Leute bzw. Gegner zu markieren. Aber wir müssen auf jeden Fall mit Bedacht vorgehen und erstmal alles abscannen, weil der Stealth im Fokus ist. Ziele suchen, das ist wirklich das Wichtigste. Die Informationen sammeln, das wurde überdacht, das wurde neu gedacht von Assassin's Creed bzw. von Ubisoft. Das wurde uns im Interview so mitgeteilt. Und das, denke ich, ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Muss man gucken, wie es wirklich ist. Ich hoffe ja, dass die Kämpfe schwerer sein werden, dass wir nicht einfach in eine Masse reingehen können und wir klatschen alles weg, sondern dass wir wirklich ein bisschen bedachter vorgehen müssen. Ich glaube, das würde der Brand ziemlich gut tun. Und dazu hat Basim natürlich mehrere Möglichkeiten. Zum einen natürlich seine versteckte Klinge, die er nutzen kann. Er hat sein Schwert, welches wir auch schon in Valhalla gesehen haben. Er hat natürlich auch einen kleinen Dolch, den ich noch nicht gesehen habe, außer hier in diesem Artwork. Eine Giftmine, die wir gesehen haben, definitiv ein Trailer. Also wir haben mehr Tools, mit denen wir arbeiten können und wahrscheinlich auch arbeiten müssen. Rauchbomben, die kennt man natürlich schon aus den älteren Teilen, und Giftpfeile und auch ja, Wurfmesser, das habt ihr auch schon gesehen von Roshan. Die Gegner zumindest haben Feuerbomben geworfen. Ich gehe also davon aus, dass Basim das auch machen kann. Also, wo war das denn? Ich weiß gar nicht. War das in Revelations? Ich glaube, in Revelations war das, wo wir mit verschiedenen Dingen, mit Schwarzpulver arbeiten konnten und verschiedene Dinge herstellen konnten. Und ich hoffe, dass das auch in Mirage so sein wird. Und ihr wisst, ich stecke hier sehr viel Energie rein in diese Videos. Ich würde mich über euren Support definitiv freuen, in welcher Art auch immer, aber einen Daumen nach oben, das wäre schon mal ein guter Anfang. Vielen lieben Dank. Wir haben eine nice Open World, wir haben schöne Tools und auch geile Waffen, doch wen bekämpfen wir damit eigentlich? Ja, im Trailer sehen wir das auch natürlich schon. Wir haben den Orden der Ältesten als Gegner unter anderem. Im exklusiven Interview haben wir erfahren, dass die Maske, die wir im Trailer gesehen haben von diesem Sklaventreiber, dass das nicht die letzte Maske sein wird, die wir sehen werden. Unsere Gegner, der Orden der Ältesten, wird sich auch in dieser Zeit verändern. Der wird sich nämlich zu dem Templerorden umwandeln. Dasselbe passiert auch mit den Verborgenen. Die werden dann nicht mehr Verborgene heißen, sondern Assassinen tatsächlich, und werden auch ihren Orden Assassinenorden nennen. Und deswegen ist es auch sehr interessant, diese Gegner in dieser Zeit zu sehen und zu gucken, wie sie sich verändern. Das ist aber nicht der einzige Gegner, denn wenn ihr ganz genau hingeschaut habt, dann habt ihr am Ende vom Trailer von Mirage einen, ja, ich sag mal, Zombie, einen Geist, einen Untoten gesehen. Und das ist nicht Loki, zumindest habe ich es ja vermutet, sondern wir haben da auch eine Information bekommen. Es ist ein Djinn-Geist. Ja, in diesem Video, ich markiere es euch gerne mal hier in den Kommentaren bzw. in der Beschreibung von Ubisoft selbst. Darüber haben sie gesprochen, sie haben das Video analysiert, und das ist ein Djinn-Geist. Und Djinn-Geister, die erfüllen dir keine Wünsche, sondern eher das Gegenteil. Das sind, ja, Dämonen, Geister. Sicherlich gibt es auch gute Dämonen. Allerdings ist das ein arabischer Geist, ein arabischer Dämon. Und was der mit Basim möchte, das weiß man nicht, aber es hat sicherlich irgendwas mit Loki zu tun. Und worauf ich mich am meisten freue, ist das Gameplay. Klar, man könnte jetzt sagen, wäre ein DLC von Valhalla geworden. Es ist vielleicht dieselbe Grafik wie Valhalla. Was sollte großartig noch anders gemacht werden können? Wurde gemacht. Wir haben erfahren, dass der Fokus auf den Skilltree höher gelegt wurde. Das heißt also, man muss wahrscheinlich mehr mit den Werkzeugen arbeiten und man muss mehr mit dem Skilltree arbeiten. Ja, in Valhalla war es ja wirklich nur so, egal welche Waffe du genommen hast, du hast jeden weggemacht eigentlich. Das wird auch nochmal unterstrichen, weil der gesamte Skilltree von einem arabischen Kalligraphen gezeichnet wurde und da dementsprechend auch kulturell ein sehr hoher Fokus raufgelegt wurde. Übrigens das Logo, das wurde von demselben Kalligraphen gezeichnet und dort befindet sich eine versteckte Nachricht, die schauen wir uns aber später an. Viele Menschenmassen habt ihr auch gesehen im Trailer und das unterstreicht auch das, was wir dann im Spiel sehen werden, nämlich eine Menge Menschenmassen, und ich finde, für einen Bazar muss das auch sein. Also es muss eigentlich so Unity-Niveau haben von den Menschenmassen, zumindest im Bereich eines Bazars, weil da muss es voll sein, da muss viel los sein, das muss lebendig wirken. Gerade so eine Stadt wie Bagdad muss einfach lebendig wirken, und wenn da nur so ein, zwei Leute rumlaufen über den Markt zur Hotspot-Zeit, dann wäre das ein bisschen komisch. Und das nächste Gameplay-Feature wünsche ich mir eigentlich schon seit Origins, und zwar kann Basim von Beginn an nicht alle Fertigkeiten, nicht alle Bewegungen, also es gibt wiederkehrende Bewegungsformen. Das unterstreicht der Trailer auch, denn zu Beginn vom Trailer sehen wir, wie Roshan mit Basim übt, und Roshan nimmt Basim basically auseinander. Ja, und wendet da so einen Move an, und denselben Move wendet dann Basim bei dem Sklaventreiber an. Und das wurde auch nochmal im Interview unterstrichen, dass das halt Fähigkeiten sind, die Basim erst lernen muss. Und ich erhoffe mir natürlich nicht nur, dass es Kampffähigkeiten sind, sondern auch ähnlich wie in Assassin's Creed 2 oder Brotherhood, dass es Kletterfähigkeiten sind. Das heißt, dass wir zu
zu Beginn des Spiels noch nicht an alle Bereiche ran können und dann später wiederkommen müssen. Das wäre richtig cool, um diesen Wiederspielwert einfach zu erhöhen. Oder ähnlich wie in Star Wars Jedi Fallen Order, dass wir erst mit gewissen Kristallen oder mit gewissen Wissensfähigkeiten Türen öffnen können und dementsprechend da Geheimnisse finden. Und Geheimnisse gibt es natürlich jetzt auch schon. Bevor wir die aber besprechen, möchte ich mal von euch wissen, was glaubt ihr denn, was es mit diesem Djinn-Geist auf sich hat? Wie wird diese Geschichte weitergeschrieben mit Loki? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber was haben wir dann für Geheimnisse? Im Trailer haben wir Verbindungen zu Valhalla, meine Freunde. Ja, an gleich 2 Stellen sehen wir Wikinger im Trailer. Man hat es nur ganz kurz gesehen, in einem ganz kurzen Frame. Und der gute Konatsu von dem Discord hat mich darauf hingewiesen. Und wir haben hier natürlich zum einen diesen Mann, der dort wesentlich jünger ist. Den sehen wir auch im Reveal-Trailer von Assassin's Creed Valhalla. Dort ist mir erst aufgefallen tatsächlich, hat er Kinder und er stirbt dann später in der Schlacht, was eigentlich voll traurig ist. Und hier im Trailer von Mirage ist er natürlich jünger, hat wahrscheinlich noch keine Kinder und wandert über den Bazar von Bagdad. Den gleichen Typen sehen wir dann auch noch, als Basim erwischt wird im Hintergrund. Er läuft einfach straight weg, hat gar keinen Bock darauf auf die Szene. Und das war es eigentlich mit der Verbindung zu Valhalla. Aber das heißt, wir werden natürlich auch in Kontakt treten mit Wikingern. Vielleicht auch mit dem Vater von Eivor. Das wäre eigentlich ziemlich nice. Im Laufe des Trailers wird uns unsere zukünftige Mentorin Roshan helfen, die 3 Schwertkämpfer, die uns verfolgen, zu besiegen. Und die war auch schon im Trailer vorher zu sehen. Denn als er hier an diesem Stand vorbeiläuft, da guckt sie schon und beobachtet uns schon und weiß eigentlich auch schon, was abgeht. Ziemlich lustig eigentlich. Und dann gibt es ein Geheimnis im Logo, meine Freunde. Es dreht sich um eine Schrift. Assassin's Creed dreht sich um viele Schriften, wie auch schon bei dem Hexe-Reveal. Da gab es ja auch eine Schrift, die gelöst wurde. Und im Logo, wenn wir uns das angucken, da ist arabische Schrift versteckt. Das ist ein Zeichenstil, ein kalligraphischer Stil, der im 16. Jahrhundert von den Ottomanen entwickelt wurde. Der heißt, lass mich kurz schauen, Divaniyali Kalligraphenskript heißt das Ganze und das ist nicht das Einzige, was versteckt war an arabischen Schriften, sondern auch auf der Newsseite gab es 4 Logos. Einen Adler, eine Schlange, eine Spinne und ein Skorpion. Und daran versteckt waren arabische Schriftzeichen, die auch schon gelöst wurden. Und großes Dankeschön geht da an den Nutzer auf Twitter Donkey from Shrek Magic M. Er hat das Ganze ins Rollen gebracht, uns überhaupt erklärt, dass zum Beispiel auch nicht nur beim Logo, sondern auch noch bei Symbolen auf der Newsseite kalligraphische Schriftzeichen versteckt sind. Im Logo ist versteckt das Wort Hidden One oder die Wortgruppe Hidden One, also der Verborgene, die Verborgene. Und auf der Newsseite von Assassin's Creed Mirage gibt es ja Beschreibungen und wir sehen dort auf dieser Webseite insgesamt 4 Tiere. Und die haben auch versteckte arabische Schriftzüge enthalten. Ich zeige es euch mal hier. Hier sieht man es ganz gut bei dem Beitrag von Bactriana. Sie oder er hat das auf dem Discord von Access the Animals gepostet und geteilt und da sehen wir, wie verzottelt diese Buchstaben sind, was schon verrückt ist. Von der Übersetzung her gibt es viele Interpretationen natürlich, es gibt nichts Offizielles, aber Access the Animals und sein Fan bzw. einer seiner Zuschauer, M7 Youssef, er hat das Ganze nochmal beantwortet oder übersetzt und da kam Folgendes bei raus bei diesen 4 Tieren, bei dem Adler, bei dem Skorpion, bei der Spinne und bei der Schlange. Beim Adler ganz easy, from the dark you will come into the light, also vom Dunkeln wirst du ins Licht kommen. Beim Skorpion, a scorpion sting not out of animosity, also basically ein Stachel vom Skorpion ist nie leer oder hat immer Gift. Bei der Spinne wurde Folgendes interpretiert: The spider built a feeble and frail house, also im Deutschen, die Spinne hat ihr Haus auf schwachem Fundament gebaut, so kann man das ungefähr sagen. Hier hat er gesagt, it might be a quote from a poem by Abbas ibn al-Ahnaf. Ich kenne diese ganzen Personen nicht, ich denke aber, sie sind sehr wichtig in der Religion bzw. zu dieser Zeit. Und die letzte Figur natürlich ist die Schlange und dort wurde interpretiert, and the snake crawled from the farthest east, also eine Schlange kam von ganz weit Osten her angekrochen. Und hier auch might be a quote from a poem, also von einem Gedicht bei Ibn Hayus. Das ist alles nicht confirmed, aber extrem interessant und ich bin mir sicher, dass es in der Zukunft noch mehr davon geben wird, von diesen Rätseln. Der Nutzer Konatsu auch vom Discord hatte eine Idee eingeworfen, was diese Symbole denn bedeuten können. Und zwar könnte das ein Hinweis auf die Gegner sein, die wir bekommen werden.
Denn diese Beschreibungen können wirklich auf Gegner zutreffen, bis auf der erste, nämlich der Adler. Die Beschreibung dort, der Rest, der passt wirklich auf böse Dinge, die wir bekämpfen müssen, zu. Und ja, es gibt in Bagdad verschiedene Bezirke, das wissen wir aus dem exklusiven Ubisoft-Video zu Mirage. Und dementsprechend könnte es ja ähnlich wie in Assassin's Creed 1 sein, dass wir pro Bezirk einen Boss haben, den wir besiegen müssen. Was das Ganze auf sich hat, das weiß ich noch nicht. Ich hole mir beziehungsweise habe mir sie schon geholt, die Collectors Edition, und hoffe mir, dass dort vielleicht weitere Nachrichten sind. Und wenn ihr Arabisch sprecht und auch lesen könnt und vielleicht auch dieses Skript entziffern könnt, dann schreibt mir gerne, kommt gerne auf meinen Discord, der Link ist in der Beschreibung, und dann können wir das gemeinsam lösen. Und an alle meine anderen arabischen Freunde, die dieses Video schauen, Yallah, komm ran hier und erklär mir alles. Ich muss es wissen. Ich muss diese Schriften lernen. Ich lerne jetzt für euch extra Arabisch. Dieses Spiel macht mich irre. Und das waren so die meisten Geheimnisse, die ich gesehen habe. Habt ihr noch irgendwelche anderen Geheimnisse entdeckt? Lasst sie mich gerne mal wissen. Dann würde ich sie im nächsten Video mal verwenden. Und Theorien gibt es natürlich auch noch. Denn man muss ganz klar sagen, das ist ein DLC. Das nächste Assassin's Creed ist wahrscheinlich für 2024 geplant. Bedeutet also, da ist schon eine große Spanne dazwischen. Was wird Ubisoft also machen? Werden sie weiterfahren mit dem Service-Gedanken? Das kann ich mir gut vorstellen. Dass sie vielleicht für Assassin's Creed Mirage diesen Live-Service-Gedanken weiterführen, wie sie ihn in Valhalla gemacht haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Denn um ehrlich zu sein, bin ich nicht so sicher, wie ich diese Zeitspanne bis Februar oder sogar bis zum Herbst 2024 überbrücken soll. Das wäre schon eine sehr, sehr lange Zeit. Außerdem bin ich gespannt, ob sie einen Connect zu Assassin's Creed 1 oder zu Assassin's Creed Origins kreieren. Wir wissen leider, das ist offiziell bestätigt worden vom Director für Assassin's Creed, Cote heißt der Nachname, dass es kein Origins-Crossover-Ding geben wird. Bedeutet also, werden sie eine Brücke schlagen zu den Assassinen in der Vergangenheit von Origins oder werden sie eine Brücke schlagen von den Assassinen in Assassin's Creed 1? Das ist am wahrscheinlichsten tatsächlich. Was wir natürlich wissen, wir haben Wikinger in Bagdad, also zu Valhalla eine Connection zu finden, ist eh nicht so schwer. Das liegt auch zeitlich gar nicht so weit auseinander. Wir haben noch Assassin's Creed Red, das liegt aber zeitlich und von der Entfernung her so weit weg, man könnte jetzt sagen, wie heißt diese komische Route, die Seidenstraße, dass man damit irgendwie was machen kann. Das würde irgendwie auch logisch klingen, wegen dem Handel. Allerdings ist das so weit entfernt, ist das so zeitlich auch weit entfernt, weil das feudale Japan spielt ja, glaube ich, im 14., 15., 16. Jahrhundert. Das heißt, auch zeitlich ist es so weit entfernt und da eine Verbindung zu kreieren, ist schwierig. Das bedeutet, mit diesem DLC oder mit diesem Spiel muss ja diese ganze Trilogie beendet werden. Das heißt also, mit Loki, das muss sich irgendwie geklärt haben, mit Layla, vielleicht auch mit Desmond, beziehungsweise dann auch mit Eivor sowieso. Die ganze Geschichte muss also eigentlich irgendwie nochmal beendet werden. Okay, Eivor wird ja in dem Last Chapter Ding beendet, sorry, aber das muss ja beendet werden und ich frage mich, wie sie es machen wollen, weil wenn das Spiel kürzer sein soll, I have no idea, to be honest. Also entweder hauen sie noch ein DLC raus für das Ding und beenden es damit, aber schreibt ihr mir das gerne in die Kommentare, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Das waren auf jeden Fall die 10 wichtigsten Dinge, die es zu Assassin's Creed Mirage derzeit gibt. Wenn ich irgendwas vergessen habe, korrigiert mich gerne. Ich freue mich aufs nächste Video. Vergesst nicht die Glocke beim Abonnieren, Freunde. Danke für den Support. Ihr wisst ja, da würde nicht nur ich mich freuen, sondern auch der liebe Eivor. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.